Hi, how are you? Hola, Brian. Hola aus Mazzaron hinter der Repsol-Tankstelle. Hier haben wir letzte Nacht übernachtet. Es war nicht umweltbewegend, aber es war ruhiger als in L'Aldea der ersten Nacht. Und wenn man erstmal die Jalousien hoch hat, den Satelliten ausgefahren hat und Fernsehen schaut, dann merkt man den Unterschied gar nicht, ob man auf einem Stellplatz oder hinter einer Tankstelle steht. Ich bin hier vorgefahren und der Area Camper ist gar nicht weit von hier. Man kann da hinten das Schild sehen. Ich zeige es euch mal, glaube ich. Aber die waren voll. Ich habe alle anderen versucht anzurufen und das hat leider nicht geklappt. Und da hier ein zweites Wohnmobil an dieser Tankstelle stand, habe ich dann gefragt, ob es ihnen was ausmacht, wenn ich mich dazu stelle. Und das war dann auch in Ordnung. Und Ivo schläft hier neben mir. Er hat sich diesen Platz erobert und hat den Brian davon vertrieben, der natürlich dann im Fahrerhaus sitzt und Chef des Fahrzeuges ist. Weil Frauchen ja sonst im Fahrerhaus sitzt. Ne? Heute Morgen auf der Gassi-Runde sind wir dann allen möglichen Leuten vom Area Camper Stellplatz begegnet. Die waren ebenfalls auf Gassi-Runde. Ich werde auf unserer Endstation in Alma-Yata Camping anrufen und sehen, ob wir 2 Tage früher kommen können. Denn eigentlich möchte ich heute Nacht nicht nochmal hinter einer Tankstelle übernachten. So entspannt ich das auch versuche zu sehen. Wäre mir dann doch lieber, auf einem Campingplatz zu stehen oder wenigstens dem dazugehörigen Stellplatzgebiet. Ich musste Alma-Yata ja mehrmals verändern, dadurch, dass im Wohnmobil eingebrochen wurde, dass wir auf Teile gewartet hatten. Die sind da aber sehr geduldig mit mir gewesen. Obwohl ich glaube, das letzte Mal war dann die Antwort doch schon recht knapp. Heute ist graues Wetter in Spanien. Die Temperatur ist inzwischen um 11:30 Uhr, 13 Grad draußen. Im Bobby selber habe ich 19 Grad. Und ich müsste heute Morgen mir auch noch eine LPG-Tankstelle suchen. Denn die Tankstelle vor mir, Repsol, scheint nie LPG zu haben. Das letzte Mal habe ich in Schwarzwald getankt. Da habe ich leider nur halb voll getankt, weil ich dachte, ich würde in Spanien tanken können. Aber bis jetzt jede Tankstelle, an der ich gehalten habe oder die ich gesucht habe, hatte kein LPG. In Spanien muss man auch oft nach Tankstellen suchen, die AdBlue haben. Nicht alle haben das. Dadurch engt sich das schon mal ein. Das ist keine große Sache. Gleichzeitig habe ich eben auch das Glück, dass diese Tankstelle hier eine Waschanlage hat, von der ich diesen Hochdruckspritzer mal benutzen werde, um Bobby etwas sauberer zu bekommen. Ich werde also heute Bobby versuchen zu waschen, denn ich beneide immer die anderen Wohnmobilfahrer, die mit den ganz sauberen Wohnmobilen. Frage mich, aus welchem Land die sich haben reinbeamen lassen, da ich, wenn ich über die Straße fahre, im Schnee, im Regen, werde ich immer schmutzig außen. Und man kann doch nicht ständig das Auto waschen. Ich finde gar nicht mal so viele Waschanlagen. Also ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie das geht, dann lasst es mich wissen. Ich wäre da sehr neugierig. Das wäre einen tollen Kommentar mir zu geben. Ansonsten wäre es sehr schön, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und ein Abo würde mich noch mehr freuen. Ansonsten bis dann, bis wir in Andalusien sind. Aus Alma-Yata melden wir uns dann wieder. Wir sind hier auf dem Campingplatz Alma-Yata Costa und stehen auf dem Parkplatz, da es überhaupt keine Möglichkeiten gab, uns irgendwo anders hinzubringen. Aber unsere Reservierung startet heute und der Vorteil davon ist, dass wir dann einen guten Platz hier haben. Heute ist der erste Tag, wo wieder die Sonne scheint. Seit 3 Tagen hatten wir ja bedeckt und bewölkt das Ganze und zusätzlich hat es geregnet, wie ihr hier in den Pfützen noch sehen könnt. Aber inzwischen hat sich das hier aufgeklärt und in dem wunderschönen Morgenlicht heute Morgen freue ich mich schon, wieder mal draußen zu sitzen. Wir sind hier in Alma-Yata Costa auf dem Parkplatz. Ich hatte zwar gestern geschrieben, dass ich mich auf dem Weg befinde und einen Tag früher als erwartet ankommen würde, habe dann auch eine Weile auf eine Antwort gewartet. Als die nicht kam, habe ich Bobby gewaschen und bin losgefahren. So ist gut. Na, ihr beiden, das ist ja mal eine seltene Einlage hier. Du auch, ja. Auf dem Campingplatz Alma-Yata Costa, das heißt genauer gesagt auf dem Parkplatz. Meine Regieführung kommt etwas durcheinander, weil die beiden sich hier in den Vordergrund drängen. Das Wetter war grau, als wir ankamen und regnerisch, aber heute Morgen ist es wieder schön sonnig und es gefällt mir sehr gut. Werden wir auf den uns zugewiesenen Stellplatz hier fahren, der
mir nicht hundertprozentig gefällt, aber was soll's, ich habe gebeten, ob ich später im Monat, wenn etwas mehr Platz da ist, einen anderen halten könnte. Und das scheint zu klappen, also keine große Sache. Das steht heute noch auf dem Terminkalender. Wir wollen natürlich noch mal unsere Entsorgung erledigen, bevor ich auf den Platz fahre, weil das ein bisschen enger ist auf den spanischen Plätzen. Sonst vielleicht noch einkaufen gehen, aber ich glaube, Mercadona ist am Sonntag geschlossen. Ich wollte nur ganz kurz Hallo sagen, wir sind gut angekommen. Wir sind gestern 450 Kilometer gefahren, leider auf einer Autobahn und einer Strecke, wo wir keinen einzigen Parkplatz gesehen haben, was uns wirklich sehr leid getan hatte. Ich wollte ein paar Mal gerne anhalten. Ich hätte gerne Mittag gegessen, nachdem ich nämlich Bobby 5-mal gewaschen habe. Und dann war ein Kastenwagen hinter mir, der schon langsam ungeduldig wurde. Aber es war absolut notwendig. Und ich habe dann eben auch gesagt, es tut mir nur leid, dass der hinten warten muss. Aber im Augenblick werde ich mich erst mal ein bisschen entspannen. Es war eine lange Fahrt von 2400 Kilometern ungefähr, die wir gefahren sind. Und wir sind am Montag weggefahren, sind am Samstag angekommen. Wobei wir ja 2 Nächte in L'Aldea geblieben sind, weil ich die Garage beim ersten schönen Wetter aufräumen wollte. Das Video über L'Aldea könnt ihr sehen. Ich werde mal sehen, ob ich das hinkriege, dass ich da oben irgendwas einblende. Danach sind wir eben hierher gefahren mit der Übernachtung an der Repsol-Tankstelle in Mazaron, da Mazaron voll belegt war und hier auch alles voll belegt. Es ist alles nicht mehr so, wie das vor einigen Jahren war, dass Plätze immer überall frei sind. Und so ungern ich auch Reservierungen mache, muss ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen. Hier in Almayorta Costa auf dem Campingplatz, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich stehe fast lieber auf dem Parkplatz, als ich drinnen auf dem Campingplatz stehe. Allerdings ist hier auf dem Parkplatz nur 3 Nächte hintereinander offiziell erlaubt. Und man muss auch nur eine geringere Gebühr zahlen, darf aber die extrem sauberen und großzügigen Waschhäuser benutzen und auch alle anderen Anlagen hier. Das ist der Vorteil von dem Platz. Der andere Vorteil ist, dass er direkt am Strand ist und man bekommt einen Strandzugangscode und Schlüssel, wenn man danach fragt. Auch ein Swimmingpool hier und einmal in der Woche war im letzten Jahr ein Spanischkurs und einmal in der Woche war Tai Chi. Wenn jemand Tai Chi interessiert, Spanisch ist natürlich immer gut. Aber ich kann euch diesen Campingplatz eigentlich nur empfehlen. Warum? Der Betreiber oder die Betreiber, das Personal ist extrem freundlich, wie in vielen Plätzen in Spanien. Ich wurde mit Vornamen begrüßt, obwohl ich erst einmal vorher hier gewesen bin. Das war letztes Jahr. Mir gefällt der großzügige Strand. Es ist innerhalb von 5 Kilometern von Torre del Mar, direkt vor dem Campingplatz mit dem Bus nach Malaga fahren. Das ist auch möglich. Hasta la vista, wir sehen uns bald wieder. Ich werde euch berichten, sobald es was zu berichten gibt. Einen Daumen hoch bitte, ein Abo dalassen. Darüber würde ich mich wirklich freuen und ich glaube Brian inzwischen auch. Mach noch mal hopp und zeig mal Daumen hoch. Komm, mach hopp und zeig mal Daumen hoch. Sag mal Abo dalassen. So mit der Foto so. High Five. So, ja. Abo dalassen. Daumen hoch.